Und wir haben einfach gemerkt, dass Menschen zu uns kommen manchmal auf dem Satsang-Weg, also auf dem spirituellen Weg. Manche kommen wegen Traumaheilung zu uns und manche kommen wegen Schmerzen im Körper oder chronische Zustände, die im Körper sind, kommen deswegen eigentlich zu uns. Und wir sind offen, also wir sind offen eigentlich für diese... Ja, das ist super. Für uns gehört das alles zusammen. Also bei uns ist jede Berührung spirituell, traumaorientiert oder weil es braucht halt oft... profan einfach zum Loslassen. Ja, so. Ne? Es braucht halt oft alles von dem. Und oft zu unterschiedlichen Zeiten, das stimmt. Aber wenn man so in einem stecken bleibt, zum Beispiel nur die Spiritualität und man guckt nicht so den Körper an und die Emotionen, da fehlt ja ganz viel von dir. Da fehlt dein Körper, da fehlen deine Emotionen. Wenn du nur im Emotionalen steckst und du machst nichts mit Spirituelles, du machst nichts für den Körper, da fehlt ja auch ganz viel. Also das ist wie, und vielleicht, auch das, was wir jetzt vermittelt haben, ist auch ein Teil. Es gibt noch viel mehr als das. Und wir versuchen auch immer wieder weiter zu forschen und entwickeln uns weiter in Bereichen, wo wir noch nicht so kennen oder noch nicht so gut sind oder noch nicht so viel Erfahrungen haben. Aber wir sind ja viel mehr als immer nur das bisschen, was wir kennen. Und das ist auch sowas, was dir so deine Selbstverantwortung für dein Leben zurückgibt, wenn du das merkst. Also wenn du merkst, ich bin nicht nur da, um zu arbeiten und meinen Job zu machen und Geld zu verdienen und dann in die Ferien zu gehen, sondern da ist noch viel mehr. Ja. Ich bin viel mehr, da ist viel mehr, was in mir gelebt werden will, zum Ausdruck kommen will, erfahren und erforscht werden will, damit ich vielleicht ein noch viel besseres Leben leben kann, als ich mir das vorstellen kann. Und das gibt's, wenn du dich auf den Weg machst und das wirklich erforscht und erfährst und veränderst. Und dann wirst du merken, wow, mein Leben ist viel reicher und viel erfüllender, als ich mir das je erträumen konnte. Wenn du lernst, das Alte loszulassen und dich nicht in eine Schublade reinzumachen. Ja. Das ist auch so oft, dass wir sagen, wir sind nicht Körpertherapeuten, wir sind nicht normale Satsang-Lehrer oder wir sind nicht normale Traumatherapeuten. Wir pfeifen auf das. Wir sind Pratibha und Karim. Und wenn du uns näher kommst, wirst du das erfahren. Wir sind Pratibha und Karim und man weiß nie, was bei uns rauskommt. In welche Ecke wir wieder neu geforscht haben, was wir reinbringen oder so. Und diesen Überraschungseffekt ist für viele so heilsam, weil es gibt dir eigentlich die Berechtigung, dass du auch überraschen darfst. Du musst nicht der und der sein oder die und die sein. Du musst nicht die Mutter sein oder die brave Angestellte oder die Wilde oder die Rebell oder so. Ne? Du bist alles. Du bist mal ein Rebell, mal bist du ganz offen und ganz weich und mal bist du feminin. Mit diesem Ausdruck queer können wir uns total eigentlich identifizieren, weil wenn man das mal schaut, was queer ist eigentlich, man legt sich nicht fest auf irgendeine Geschlechtswahl, könnte man sagen und so. Und wir könnten eigentlich sagen, wir sind eigentlich bezüglich dem Leben total queer, also du kannst uns nicht festlegen, nicht auf das männliche oder weibliche Modell, aber auch nicht auf Körpertherapeut, Satsang-Lehrer. Ja, das, was wir sind, ist das Leben selbst. Und das ist total queer, das ist total wild, lebendig und still und sanft. Alles, das kannst du nicht du kannst es nicht festhalten, du kannst es nicht in der Theorie. Es ist nicht Krankenkassen anerkannt. Es ist nicht, es gibt keine Diplome, die du an die Wand hängen kannst. Ich lebe. Du lebst. Ne? Und wenn das Leben tatsächlich nach vorne kommt, merkst du lachst über diese Bezeichnungen, was die Menschen manchmal an dir nah ranbringen. Das ist unwirklich. In der Realität ist diese Offenheit da. Und das, was du bist, ist das.
dieser Moment, das ist nicht das Jetzt, von dem die Versicherungen jetzt schon reden oder die Skiorte, kommen jetzt in die Skiferien und so, dieses spirituelle Jetzt. Es gibt tatsächlich ein Jetzt, aber das ist was ganz anderes als das Wort. Das ist so der Moment, der sich tatsächlich wie so entfalten kann. Woher kommt der? Woher kommt dieser Moment, der jetzt gerade da ist? Du schaust das Video an und irgendwas nimmt das wahr, lässt es erscheinen und der Moment löst sich auf und der nächste Moment kommt, ohne dass da irgendeine Grenze gewesen ist. Man könnte sagen, es gibt wie so einen einzigen Moment der Unendlichkeit und du hast gerade den erlebt. Ja. Alles Liebe dir. Ja. Alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Ja. Schalt gerne wieder ein. Wenn es dir gefallen hat, like gerne, abonniere unseren Kanal oder setz dich mit uns in Verbindung. Wir freuen uns auf dich. Definitiv. Tschüss. Tschüss.